Liebe Angehörige der Otto von Guericke Universität, ich wähle heute mal wieder, so oft war es ja auch gar nicht, den Weg einer kurzen Videobotschaft. Ich habe 3 Punkte, die ich vermitteln möchte, und es geht in diesem Format deutlich einfacher, als wenn wir eine Rundmail schicken würden. 4 Wochen ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, und die Folgen sind auch hier in Magdeburg spürbar. Wir haben sehr intensive Beziehungen in die Ukraine. Entsprechend sind Freunde, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zu denen wir seit Jahren Kontakte haben, unserem Angebot auch gefolgt, hier in Magdeburg eine Zuflucht zu finden. Oft sind es Angehörige, die zu uns gekommen sind. Mittlerweile sind über 4000 hier in Magdeburg. Und die Otto von Guericke Universität hat sehr schnell ein unglaubliches Engagement gezeigt, Hilfslieferungen organisiert, private Unterkünfte gefunden. Sie haben finanziell sich unterstützt. Wir haben den Fonds Guericke hilft, der ja für Corona eingerichtet war, schnell aufleben können. Und da sind auch jetzt schon wieder fast 10.000 € eingegangen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Wir brauchen sie auch weiterhin, denn die Bilder, die wir jeden Tag aus der Ukraine sehen, zeigen, dass es vermutlich noch eine Zeit braucht. Mehr als 400 Bildungseinrichtungen in der Ukraine sind zerstört. Die Universität in Charkiw existiert praktisch nicht mehr, sodass auch mit dem Ende des Krieges und der Kriegshandlungen nicht sichergestellt ist, dass die Studierenden beispielsweise unmittelbar zurückgehen können. Online-Studium funktioniert momentan auch kaum. Seien wir also offen, nehmen wir sie auf allen Ebenen, Studierende, Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, die wir bei uns hier an der Uni gut integrieren können. Es gibt einen zweiten Aspekt, der ungefähr eine Woche alt ist, deutlich erfreulicher. Nach vielen, vielen Monaten des Verhandelns ist bekannt gegeben worden, dass Intel am Standort Magdeburg das größte europäische Werk für die Chipherstellung errichten möchte. Diejenigen, die teilgenommen haben, als der Vorstandsvorsitzende Gersinger die Idee präsentiert hat, waren, wie wir wahrscheinlich, beeindruckt, wie groß die Dimension dieses Vorhabens und wie groß die europäische Idee dahinter ist. Und wir sind stolz und froh, dass die Otto von Guericke Universität in diesem Projekt die zentrale Rolle spielt. Und wer die überregionale Presse, auch hier in Magdeburg, gelesen hat, der hat immer wieder den Hinweis gefunden, die Standortentscheidung ist auch deshalb so ausgefallen, weil Magdeburg und das Land Sachsen-Anhalt, das Umfeld, eine gute Hochschul- und Forschungslandschaft hat. Ich war teilweise an den Gesprächen mit Intel beteiligt, und in der Tat war das immer wieder ein Punkt, wie können wir dafür sorgen, dass gut ausgebildete Fachleute, viele auch mit akademischer Ausbildung, in sehr vielen Bereichen, es ist nicht nur die Halbleiter, Studiengänge in der Physik, in der Materialwissenschaft, der Elektrotechnik, auch die Informationstechnik, aber auch die Verfahrenstechnik und die Humanwissenschaft und die Betriebswirtschaft, alle können ihren Beitrag leisten. Magdeburg wird sich verändern und die Otto von Guericke Universität wird das auch tun. Wir freuen uns auf die Zukunft. Es geht hoffentlich auch in den Studierendenzahlen an der Stelle wieder ein bisschen nach oben. Allemal werden wir ein Schwergewicht auf der europäischen Landkarte, und deshalb versprechen wir uns auch durchaus mehr Studierende, die aus dem europäischen Ausland für ein Austauschsemester kommen. Vielleicht uns, die sich verändernde Stadt, die internationaler wird, bessere Verkehrsanbindungen, all das ist damit ja auch einhergehend, dass sie dann vielleicht auch hier bleiben. Das wäre ein großer Wunsch. 2 Jahre, ziemlich genau ist es jetzt her, dass wir das erste Corona-Sommersemester haben ausrufen müssen. Es waren 2 schwere Jahre mit einer Reihe von Zumutungen an uns alle, im Privaten, aber auch im Dienstlichen, vor allem auch mit Blick auf die Studierenden. Und das muss man auch mit Blick auf die Studierenden aus der Ukraine noch mal sehen. Die hatten es ja nicht anders. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Studierenden, die ist im 6. Semester. Die hat davon auch 3 online studiert. Also das vereint uns an dieser Stelle. Jetzt können wir aber nach vorne blicken und sehen einem Sommersemester entgegen, bei dem wir glauben, dass wir deutlich mehr Präsenz wagen können. Und dass es kein Wagnis ist, was sich irgendwie auf das Prinzip Hoffnung gründet, sondern dass es geht, weil wir viel gelernt haben. Wir wissen, mit Omikron gibt es Verläufe,
die sind deutlich milder. Wir wissen, dass wir mit Masken in einem Raum einen ziemlich hohen Schutz bieten können. Und das kann auch für uns dann auch als Leitlinie für die nächsten Wochen gelten. Also Präsenz in Hörsälen. Wir haben sie mit voller Kapazität gerechnet. Das heißt dann eben, dass solche Schutzmaßnahmen wie die Masken in den nächsten Wochen hier noch verpflichtend sein werden. Durch die Änderungen im Infektionsschutzgesetz werden wir ab dem 2.4., wir sind jetzt in einer Übergangsfrist, die werden wir ähnlich gestalten wie die vergangenen Monate, eine neue Situation haben. Wir werden vermutlich viel, viel weniger Restriktionen von außen an die Universität, wahrscheinlich überhaupt kein Erwähnen mehr in der Einnehmungsverordnung, vorfinden. Eigenverantwortlichkeit ist das, was uns in den nächsten Monaten als Leitlinie prägen wird. Und deshalb der Wunsch, dass wir das, was wir in den vergangenen Monaten gelernt haben, unsere Erfahrungen, und diejenigen, die es auch mal erwischt hat, wissen auch, dass es eine Erfahrung ist, wenn man 10 Tage oder 14 Tage zu Hause bleiben muss, dass das nicht das ist, was wir wollen. Aus eigenem Schutz, aber auch für andere, dass die es nicht erleben, sollten wir rücksichtsvoll miteinander umgehen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir ohne sehr viele verschriftliche Dinge das hinkriegen. Wir werden in einer neuen Dienstanweisung die Regeln für die kommenden Wochen verschriftlichen. Sie liegen jetzt vor und es sind nicht mehr so wahnsinnig viele Regeln. Und deshalb genau der Appell, dass wir es im Sinne wie der vergangenen 2 Jahre vernünftig miteinander gestalten. Das heißt auch, dass die Arbeitsorganisation sich verändert. Das Recht auf mobile Arbeit seitens der Beschäftigten ist entfallen. Wir werden die Übergangsfrist noch nutzen und da die Regeln recht liberal handhaben. Dann wollen wir nicht alleine mit Bezug auf Corona, sondern weil wir gesehen haben, dass es durchaus sinnvoll ist, mal in aller Ruhe zu Hause bestimmte Dinge zu tun. Das heißt, unsere Regelung für mobile Arbeit, die wir gemeinsam mit dem Personalrat und die Dienstanweisung erarbeitet haben, die greift. Die hatten wir in Teilen schon vor Corona gedacht und jetzt kommt sie unabhängig von Corona- und Quarantäneregeln zur Entfaltung. Nutzen wir das, seien wir an der Stelle ein attraktiver Arbeitgeber und mit Blick auf die Benzinpreise an den Tankstellen ist es vielleicht ja auch ganz gut, wenn wir die eine oder andere längere Anfahrt vielleicht an die Uni uns auch sparen können. Aber es darf nicht beliebig sein. Wir müssen klare Regeln einhalten. Die Erreichbarkeit ist unabdingbar. Die Themen, die uns gemeinsam in den nächsten Wochen beschäftigen, können wir auch nur in Kommunikation und gemeinsam angehen. Und deshalb ist es einfach erforderlich, dass ich weiß, wo die Kollegin oder der Kollege ist. Diese Dinge werden sich ganz sicher einspielen. Und dann gehen wir einer guten Zukunft entgegen. Und wir sind sicher, dass dann auch die Fallzahlen, die wir im Augenblick noch sehen, in den kommenden Wochen deutlich zurückgehen. Herzlichen Dank, dass Sie in den vergangenen Monaten zu all diesen Themen so verständnisvoll mit uns agiert haben. Bestimmte Dinge, wo Sie vielleicht anderer Meinung waren, auch das gehört mit dazu. Es gab und gibt dazu keinerlei Masterplan, dass Sie das mitgetragen haben und dass Sie auch in der Flexibilisierung der kommenden Zeit gemeinsam diesen Weg gehen. Wenn es Anmerkungen gibt, Kommentare, auch Kritik, diese Uni ist dafür grundsätzlich offen. Sie haben Vorgesetzte und am Ende haben Sie auch ein Rektorat, an das Sie sich wenden könnten. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.